Hallo liebe Freunde, heute möchte ich euch mal mein Winterquartier vorstellen. Ja, was benötigt man denn alles, um seine Pflanzen zu überwintern? Und vor allen Dingen, was kostet das Ganze? Dies und mehr gibt's jetzt. Ich habe für dieses Jahr mein Tomatenhäuschen umfunktioniert als Überwinterungsquartier. Das hatte ich schon da, das war auch schon umrandet mit Doppelstegplatten. Und ja, wie man sieht, ich habe das hier einfach mit Luftpolsterfolie umwickelt, mit dreilagiger Luftpolsterfolie bis zum Boden. Und ich hatte noch Malervlies übrig, das habe ich drumherum gelegt und mit Stein befestigt. Und das war es eigentlich schon. Die Luftpolsterfolie habe ich mit Tackernadeln befestigt an den Hölzern und an den Doppelstegplatten und die Übergänge hier mit Klebeband, mit einem guten Klebeband noch abgedichtet. Und hier sieht man die Türe. Da habe ich selbstklebende Klettverschluss genommen. Den bekommt man in jedem Baumarkt. Und somit kann ich hier jederzeit die Tür auf und wieder zumachen. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Hier sieht man, es hat sich schon sehr viel Kondenswasser gebildet. Es ist sehr wichtig, dass man lüftet, dass hier Frischluft reinkommt. Und deshalb, sobald es über 3 Grad Celsius hat, öffne ich hier und lasse hier frische Luft rein. Jetzt schauen wir uns mal die Pflanzen hier an. Die Avocado, ja, die hängt ein bisschen, die muss ich auf jeden Fall gießen. Selbst im Winter, wie man hier sieht, wenn man so warm überwintert, sage ich mal, brauchen die Pflanzen Wasser. Und die Zitruspflanzen, die blühen hier, denen geht's richtig gut. Es ist natürlich auch sehr hell. Überall Blüten und es duftet schon wahnsinnig gut und intensiv hier. Hier haben wir noch die Nispero. Wir haben eine Musa Bastio X Dwarf Cavendish. Die Limetten hängen hier schon an den Bäumen. Und hier seht ihr mein Setup, was ich alles für die Überwinterung benutze oder verwende. Das ist zum einen hier ein Thermostat. Hier kann ich einstellen, bei welcher Temperatur die Heizung bzw. die Mehrfachsteckdose in diesem Fall anspringt und bei welcher Temperatur sie wieder ausschaltet. Ich habe sie hier jetzt eingestellt, bei einem halben Grad soll sie anspringen, bei 3 Grad geht sie wieder aus. Ich habe hier einen Heizstab, einen No-Name-Heizstab gekauft mit 135 Watt Leistung. Der funktioniert auch sehr gut, allerdings nur bei niedrigen Temperaturen. Es kommt natürlich darauf an, wie groß euer Überwinterungsquartier ist. Bei mir ist das circa 10 Kubikmeter. Da reicht der Heizstab leider nicht vollständig aus. Dann habe ich noch hier eine Lichterkette, eigentlich eine Christbaumbeleuchtung. Achtet darauf, dass es keine LEDs sind. Die LEDs werden nicht warm. Das müssen normale Birnen sein. Die habe ich einfach über die Pflanzen gehängt, um dort nochmal ein bisschen Wärme zu spenden. Hier sieht man das Thermostat. Das habe ich einfach mit einer Schnur hier festgemacht, dass es in der Mitte von diesem Raum hängt. Und last but not least hier ein Heizlüfter, der hat 500 Watt. Man sieht hier vorne die Heizspiralen. Es gibt auch welche mit 1000 Watt, 2000 Watt. Der reicht völlig aus, den bekommt man für ein kleines Geld. Der hat auch eine Sicherung hier unten, falls der mal umfällt, dann geht er aus. Und mit diesem Heizlüfter bin ich wirklich sehr gut gefahren. Der ist zum ersten Mal in der Verwendung und das klappt wirklich spitze. Wir haben hier aktuell 3 Grad. Ich kann hier mal noch etwas nachjustieren. Ich gehe hier etwas höher und dann springt die Heizung an, beziehungsweise die Mehrfachsteckdose. Genau, der Heizstab ist auch an und die Lichterkette ebenso. Bei der Lichterkette ist das auch immer schön. Da sehe ich dann von draußen, ist die Heizung gerade an oder ist sie nicht an. Vor allen Dingen, wenn es Nacht ist natürlich von draußen. Nee, da sieht man die aktuell nicht, wenn es hell ist.
Ja, und das ist mein Setup. Damit fahre ich richtig gut. Wir hatten hier schon die letzten 2 Wochen minus 16 Grad und etliche Nächte mit minus 10 Grad. Bisher ja, alle Pflanzen haben das sehr gut überstanden und ich bin sehr happy darüber. Dieser Heizstab, den kann man auch noch justieren hier. Den lasse ich einfach immer auf volle Pulle durchlaufen. Das passt. Der Lüfter, hat, glaube ich, 30 € gekostet. Der ist sein Geld wirklich wert. Ich mache euch mal den Link in die Beschreibung unten. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch den Link an. Hier sieht man nochmal das Kondenswasser. Lüften ist hier wirklich sehr wichtig. Und jetzt schauen wir uns noch an, was uns der ganze Spaß, denke ich, habe hier Gekostet noch hat. einen Stromzähler oder einen Leistungszähler eingebaut. Hier ist normalerweise die Mehrfachsteckdose eingesteckt und ja, der hängt leider verkehrt herum, weil mit dieser super tollen Steckdose hier geht es leider nicht anders, aber wir können das trotzdem ablesen. Aktuell zieht er 0 Watt, das ist der Momentanverbrauch. Wenn ich hier mal weiterschalte, das ist die Voltzahl, die 230 Volt, die Spannung, die anliegt. So, und jetzt wird es interessant. Wir haben bisher 85 Kilowattstunden benötigt, knapp 85 Kilowattstunden für den Oktober, November und Dezember. Das hat uns bisher gekostet 25,50 € bei einem Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde. Das haut nicht mehr ganz hin. Wir können hier aufrunden auf 35 bis 40 Cent. Da sind wir ungefähr bei 30 € Stromkosten und das bei 3 Monate. Ich denke, da kann man wirklich nichts sagen. Wir hatten, wie gesagt, die letzten 2 Wochen starke Fröste, permanent über minus 10 Grad Celsius und für das, dass es 30 € sind und die Pflanzen hier gut über den Winter kommen, bin ich zufrieden. Das war's für heute, Leute. Macht's gut. Bis bald.